Außerdem. Also, letzten 10 Sekunden, es geht los. Wir machen es spannend. Ja, ich hoffe, ihr hört hier alles. Und let the show begin. Wenn irgendwas zu leise ist, einfach sagen. Einfach kurz melden. Dann versuche ich das auf jeden Fall zu fixen. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Mhm. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Danke dir. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Okay, das sieht aber interessant aus. Oh. Fable. Mhm. Day One Game Pass. Mhm. World Premiere. Okay, Weltpremiere. Been a while. Der Grafikstil sieht cool aus. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. Oh oh. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Und weiter geht's. Jetzt geht bestimmt gleich die Action los. Okay, wir machen ein bisschen leiser hier. Aber sieht interessant aus, auf jeden Fall. Was? South of Midnight. Okay, interessant. Also, hat auf jeden Fall nicht schlecht ausgesehen. Der Grafikstil hat mich tatsächlich ein bisschen angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich interessant. World Premiere. Noch eine World Premiere. Na, leck mich fett. These are dangerous times. Massive Entertainment. At least that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. Okay. Gib mir mehr.
want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. Ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Lauter. Machen wir ein bisschen lauter. Ich kann mal schauen. Jo, unten nochmal ein bisschen. So, ich hoffe, das ist ein bisschen besser. My whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. Mhm. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws. Nice. 2024, aber sieht nice aus. Oh, morgen auf der Ubisoft Forward gibt's mehr davon. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Ich weiß nicht, die Musik im Hintergrund hat es gerade irgendwie ein bisschen cringe gemacht, aber ansonsten war es ja ganz nice. Okay, nächste World Premiere. Mal schauen. ...33 Koop-Player.
Ja, da ist auf jeden Fall mächtig was los, wenn da 33 Immortals sind. Hoffe ich mal, dass man dann noch weiß, wer man ist. Aber interesting. Alright, guys, it's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Payday, oder? Ich hoffe, der Sound passt so für euch. Ja, ne? Würde ich jetzt auch sagen. Also, habe mich zumindest krass daran erinnert. Wegen den Masken. Und es stand auch kein irgendwie World Premiere oder sowas da, ne? Payday 3. Ah, 21. September. Die Ehrenmänner nutzen Engine von 2010. Das ist gut. World Premiere. Atlus. Unreal Engine. Ah, okay. School Building. Okay, wir machen mal hier gerade mal ein bisschen die Musi ein bisschen leise. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es dann einen chinesischen Claim auf da irgendwelche Musik gibt oder so. Deshalb nehmen wir das einfach mal ein bisschen raus. Aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber werden wir hier auf dem Kanal bestimmt nicht spielen. Ist halt einfach nicht so der Style, der hier reinpasst. Wobei das ein oder andere Game sieht manchmal echt... Ah, Persona 3. Ah, okay. Ah. Das sagt mir auf jeden Fall schon mal eher was. Assassin's Creed? Nee, oder? Nee. Obsidian People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, Riesenspinnen. you scare us. Meinst du? The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us or destroy us. The
So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Geht auf jeden Fall ordentlich ab. Ah, das habe ich gelesen. Das hatte ich gelesen. Das hatten wir auch in dem Artikel, den wir uns hier vorm Stream angesehen haben. Da wurde darauf auch eingegangen. Wow. Mhm. Nice. Noch ein Lucasfilm Games. Deep in the Sea of Thieves. Ja, definitiv. Auf jeden Fall interessant, ne? Legend of Monkey Island. Sea of Thieves. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The Legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Hold on! Okay, ab 20. Juli quasi ein neuer Part. Das gab es ja eigentlich schon, meine ich. World Premiere. Ja, interessant auf jeden Fall. Eine World Premiere. Asobo Studios, die waren doch bei Dings mit dabei. Plague Tale. Aviation. Ja, irgendwas, genau, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Flugsimulator. Search and Rescue, okay. Gibt es wie so ein Rettungssimulator oder was? Okay, Cargotransport. Oha. Air-Ambulanz, da fliegt man besser bei mir nicht mit. Es scheint mir wie so ein Transport- und Rettungssimulator für, ja, für halt Flugzeuge zu sein, ne? Oh, sogar hier mit Air Racing, nice. Oh, Segelflieger. Heißluftballon-Trips. Ah, Flight Simulator 2024, nice.
Ja. Krass. Aber das finde ich cool. Dass es da quasi wie so ein extra Part gibt von Dune, wo du dann mit so ein paar Fahrzeugen da rumschweren Melina kannst. here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Wissen ja auch die wenigsten, sie ist eine Deutsche, ne? Nice. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. I can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching? More than one. I know you. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too Mad woman. Their eyes. everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Also fängt definitiv so Part 1 auch wieder gut ein vom ganzen Feeling her. You're mine. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Okay, jetzt aber mal Action Selection hier. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? Bisher haben wir sie nur in der Höhle I rumlaufen will not sehen. let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Senua Saga. Saved, or those you led to death? 2024.
Kein Release-Datum. Das ist allerdings eine Nummer jetzt. Ich hätte gedacht, dass wir da tatsächlich ein Release-Datum bekommen. Schade. Das ist schade. Tja, und nun? Haben wir aber Glück. Da haben wir aber richtig Glück, dass die Sachen immer da stehen, wo sie zu stehen haben. Ja, was ist denn los? Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Ja, er hat's aber auch spät gecheckt, ne? Like a Dragon. Das haben wir doch auch schon gesehen beim Summer Game Fest, meine ich. Da hatten wir dazu auch schon was ja, präsentiert bekommen. Bethesda. Mal schauen, was sie uns zeigen. Aha. Eine Erweiterung zu Fallout 76. Wahrscheinlich. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. We owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Also tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie viel das tatsächlich noch im Hintergrund gespielt wird. Aber ich gehe davon aus, wenn Bethesda da tatsächlich auch jetzt noch darin investiert, und das ist ja scheinbar hier irgendwie ein DLC rund um Fallout 76, dann müssen die sich ja sicher sein, dass das auch, ja, dass das dann auch gekauft wird oder gespielt wird. Also der Support, der ist schon recht lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da in der Richtung was gezeigt bekommen. War für mich damals mit so wirklich eine der größten Enttäuschungen von Bethesda. Aber gut. Müssen wir mal warten. Müssen wir mal schauen, was das jetzt zu bedeuten hat. Play it now with Xbox Game Pass. Mhm. Atlantic City. Na gut. World Premiere. World Premiere. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also ich glaube, die Community ist da immer noch ziemlich aktiv auch, ne? Was ich grundsätzlich auch gut finde. Also wirklich cool. Wie gesagt, mich hat es tatsächlich damals komplett verloren. Ich war damals sogar beim Beta-Test mit angemeldet und alles Mögliche. Damals hatten sich schon viele Probleme angekündigt, aber dass es dann so schlimm wurde. Ich weiß, es wurde inzwischen vieles gefixt und vieles gemacht, aber...
Path of the Goddess. Mhm. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Ja, nice. Sowas freut mich aber zumindest für Motorsport-Fans, dass da ein bisschen was gezeigt wird. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch bei der PlayStation so ein bisschen komplett vermisst habe, dass da beim Showcase überhaupt nichts in Richtung Motorsport oder generell irgendwie so in Richtung Sportarten gezeigt wurde. Weiß nicht, fand ich ein bisschen schade. Auch gerade bei Gran Turismo hätte ich mir vorstellen können, hätte man irgendwie vielleicht auch mal ein großes Update zeigen können oder was weiß ich, vielleicht irgendwas Besonderes. Da kam gar nichts und deshalb finde ich es eigentlich ganz nice jetzt hier an der Stelle, dass wir da was sehen, dass wir da was präsentiert bekommen. Auf jeden Fall ganz cool. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt, obwohl ich jetzt Forza nicht spielen kann, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass wir da mal was gezeigt bekommen. Und dass es wirklich so in unterschiedliche Richtungen jetzt auch hier von der Präsentation geht. Forza Motorsport. 10. Oktober. Keine Ahnung, ob das vorher schon angekündigt war oder ob das jetzt neu angekündigt wurde, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, ambition, and courage. Ja, auch im Oktober. Oktober ist proppevoll. Disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Ist das irgendeine Erweiterung? Ist das irgendeine Erweiterung für dieses riesen MMO, was da vor 1 oder 2 Jahren für Dings rauskam auf der Xbox? Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ah,
Elder Scrolls Online Necrom, Shadow over Morrowind. Aha. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Vincent's recall. There's new blood on the team. Overwatch, oder? And we have so Also much to Overwatch teach 2. them. New Adventures awaits. Ja, das ist irgendwas mit Overwatch. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Ja, finde ich aber cool, dass es da weitergeht. Also, dass da Sachen kommen. Nice. Aber ich fand, es waren jetzt schon ein, zwei Sachen dabei. Hi, Jan-Uwe, nice. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, so ein paar Sachen waren eigentlich schon ganz nice, die jetzt gezeigt wurden. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu laut gedreht hier. Let's go. Shall we do this together? Ja, ich finde, wie gesagt, so ein paar Dinge waren jetzt schon dabei, die eigentlich ganz cool waren. Die mich schon interessieren würden, auf jeden Fall. Aber so das ganz Große, da warten wir natürlich noch drauf. Aber das wird am Ende erst kommen. Ja, jetzt kriegen wir erstmal eine World Premiere. Aha, nochmal hier was von Atlus oder wie auch immer, Revolution, irgendwas. Ah, okay. Ja, okay, da können wir nochmal ein bisschen runterdrehen, weil das ist, glaube ich, nichts, was uns großartig hier interessiert. Hey, Pittiplatsch, nice. Freut mich, dass du dabei bist. Freut mich, freut mich. Ja, wie gesagt, also ein paar Sachen sind jetzt, die jetzt gezeigt wurden, waren schon eigentlich ganz cool. Also Fable direkt am Anfang, dieses Star Wars Outlaws, das ist auf jeden Fall ganz cool. Da bin ich mal gespannt, das soll scheinbar dann morgen auf der Ubisoft Forward mehr gezeigt werden. Payday 3, okay. Flight Simulator 2024, da hat mich tatsächlich dieses Dune-Update oder Upgrade oder dieser zusätzliche Part ein bisschen angefixt. Das sah richtig cool aus. Hellblade. Wobei Hellblade habe ich mir jetzt hier in Klammern gesetzt, weil da war ein bisschen die Enttäuschung dabei jetzt, dass wir echt kein Release-Datum genannt bekommen haben. Puh, bisschen schwierig. Forza Motorsports, ganz cool. Aber mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja erst eine Dreiviertelstunde, also da kann ja noch ein Haufen kommen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, alles kommt nur noch von Bethesda hier. Bethesda Presents hier, Bethesda Presents da. Oh, das sieht aber aus wie Starfield. Humanity has always hunted for knowledge Ja. in the unknown. Das ist Starfield. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Komm, jetzt eine Starfield Xbox Edition. Und ihr habt direkt meine Kohle. Naja, ganz so ist es nicht, aber. From the award-winning creators. A brand new universe. 25 Jahre in der Mache schon. Da kann ja nichts schief We're gehen. all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there?
You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Whoa. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Okay, Third Person, First Person. Sieht ganz nice aus, kennen wir aber so ja auch schon. Haben wir so schon gesehen. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Starfield. Ja, das ist schon nicht schlecht. 6. September. Alles klar, wir bleiben tuned. Wir bleiben dabei. World Premiere. Noch eine World Premiere. Klettermax. In-Engine Footage. Okay. Also geht es scheinbar hauptsächlich irgendwie ums Klettern. Also irgendwie hochklettern, irgendwo hinklettern. Ja, solche Games können atmosphärisch schon brutal was hermachen. Wenn ich da zum Beispiel auch an einen Stray denke, was als Indie-Game ja auch rauskam vor, ich glaube 2 Jahren oder wann es war, oder vor einem Jahr. Das war ja auch schon richtig, richtig krass. War mit eins der besten Games im letzten Jahr und ja, je nachdem, was hier so ein Spiel ja, erzählt oder zu erzählen hat. Mal schauen. World Premiere. World Premiere. Secret Mode. Chinese Room. Okay, da kommt was Großes. Was ist das? Ah, eine Bohrinsel. Oh, sieht interessant aus. Okay, okay.
Still wakes the deep. Okay. Und auch direkt im Game Pass. What's this? Wie lang es noch geht? Also jetzt auf jeden Fall noch eine Stunde. War ja angekündigt, dass der Showcase an sich, dass der an sich 2 Stunden geht. Und danach kommt die Starfield Direct. Also ich denke mal so bis, insgesamt wird alles so bis um 9 wahrscheinlich gehen. Denke ich mal. Dungeons of Hinterberg. Wer kennt sie nicht, die Dungeons of Hinterberg? Hi. Oh, yes. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Nice. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. You are breathtaking. Okay. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything, and do it soon, I'll die.
26. September. Alter Schwede. Da ist ordentlich was los. Das war gerade irgendwie ein bisschen zu viel, um das alles zu sortieren zu können, ganz ehrlich. Aber es sah schon richtig geil aus. Also, der 26. September ist natürlich eine halbe Katastrophe, ne? Wenn Starfield natürlich auch dann noch davor kommt und danach kommt direkt noch Spider-Man und Co. Also der Herbst dieses Jahr ist wirklich spieletechnisch wirklich einfach nur der Hammer, ja? Wenn du überlegst, was da alles kommt. Boah, hammerhart, ey. Das ist wirklich schon viel. Und ich glaube, was haben die gesagt? Irgendwie 30 oder 40 Dollar soll es angeblich kosten. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Aber zeitintensiv, sich da erstmal reinzufuchsen und dann natürlich auch dran zu bleiben. Und deshalb ja, komme ich da einfach nicht dazu. Noch eine World Premiere. Legt mich fett. Und wieder Vollgas, was die Musik betrifft. Natürlich. What if the world we live in today is their utopia? Ah, okay. Da können wir wieder ein bisschen leiser machen. Muss nur gleich denken, dass gleich der Sound wieder da ist. Sorry gerade eben. Aber danke nochmal, dass ihr mir Bescheid gegeben habt. Dass man nichts gehört hat. Wie gesagt, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Beim Hin- und Her-Switchen. Dass mir da auf jeden Fall, dass ich in Zukunft das irgendwie ein bisschen anders mache. Aber da muss ich mich mal ganz in Ruhe mit beschäftigen. Generell bei so Streams ist natürlich immer der Punkt, ja, es sind halt immer mal so ein paar Lückenfüller mit dabei. Das ist jetzt zum Beispiel halt nichts, was mich großartig interessiert. Aber der ein oder andere hat da wahrscheinlich voll Bock drauf. Und ich finde es auch gut, dass natürlich immer so Sachen dann trotzdem gezeigt werden und kommen. Gehört halt einfach mit dazu. Ja, ich gucke mal parallel, ob hier soweit alles läuft. Das sieht noch gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Können wir alles so lassen. Na wunderbar. So. Metaphor. World Premiere. Schauen wir mal. Xbox Game Studios. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Together, you can save humanity. Towerborn. World Premiere. Die können eigentlich auch gleich sagen, dass alles World Premiere ist, oder?
this? This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Ah, sieht auf jeden Fall interessant aus. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Oh, du kannst auf jeden Fall irgendwie mit der Umgebung so interagieren. Bei der Zeit kannst du irgendwie spielen. Past and Future, okay. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Mhm. Sah eigentlich ganz cool aus. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Okay. Ja, genau, ist von Ubisoft. Okay. Was kommt jetzt noch? Oh, noch eine neue. Ja, eine Starfield Xbox-Kollektion, wenn ich das so richtig sehe, oder? Oder nein, einfach nur eine normale Xbox mit halt irgendwie 1 Terabyte. Oder was? Stellen die eine neue Konsole vor? Nein, oder?
Xbox Series S, 1 Terabyte SSD, Carbon Black. Coming September 1st. Pre-order today. Alter, hätten die jetzt eine Starfield-Variante rausgehauen. Anstatt diese 75. For the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Anstatt diese 75 Porsche-Dinge. Okay, ging doch nur eine Stunde jetzt. Und jetzt kommt die Starfield Direct. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Xbox Showcase länger geht. Oh, wir haben nochmal 10 Sekunden. Also wer jetzt nochmal schnell raus muss. Ja. Mal schauen. Okay. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was wir jetzt alles gezeigt bekommen. Werden wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in die Welt eintauchen. Mal schauen. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Na dann, lass mal sehen. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Okay, eine alte Mine gefunden. Dann gibt's direkt mal Ärger. Ah, das ist eigentlich schon ganz cool, wenn du überlegst, dass es natürlich auch unterschiedliche Anziehungskräfte dann auf den einzelnen Planeten gibt. Und du dann vielleicht nicht auch sicher sein kannst, wie hoch kannst du dann jeweils springen und klebst du vielleicht manchmal halb am Asphalt und brauchst dann Unterstützung oder hast du eine ziemlich geringe Schwerkraft? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu.
This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Jeden Namen. Kann er auch jeden Namen sagen? Das glaube ich nämlich nicht. Wäre nice, aber... Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? Ja, wir verfolgen halt durch ein Konzept, ne? It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, cool. We'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Das ist natürlich schon, das bringt natürlich einen Anreiz, ja, dass du immer mehr, ja, craftest und baust und machst. Jetzt hast du was, den Grav Jump oder was? Gravity Jump oder wie hieß das? Wie hat er das genannt? Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Ah, sieht schon cool aus. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Habe ich eine Collectors Edition gesehen, bei der diese Uhr scheinbar dabei sein soll. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian,
who believes that there's definitely something Jo, else danke Nate out for there. gut für dein Abo. Noel, Danke, danke. the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the Red face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Ah, das ist schon krass, ey. Ready to get out there? Ready, ready. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Und das haben wir auch schon mal You gesehen. start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Genau, das Vergeben der Your journey from einzelnen there can be as Attribute. detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before.
It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot. But I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Okay, backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Okay. Viele verschiedene Möglichkeiten. Und teilweise schon Dinge, die entschieden werden, wenn wir uns quasi den Charakter erstellen. Oder Möglichkeiten, die sich dann erst ergeben. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. Alter, das ist aber wirklich viel. Sociology skill because it lets you mind control aliens. Das ist natürlich cool. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Der Boost Pack wird wahrscheinlich auch deshalb interessant sein, wie gesagt, unterschiedliche Gravitationen, ne? That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Ja, ich glaube nicht, wir payen da nichts mehr. Schön die Granate reingeworfen. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our
our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Können wir das Schiff auch so verlassen? Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Ja, ich glaube, da gibt's viel zu finden, ey. Aber das ist schon eine andere Dimension, das muss man schon mal ganz klar sagen. Und die Messlatte liegt einfach wahnsinnig hoch bei der Nummer. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Okay. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Das ist schon heftig. Da kannst du allein Wochen Our mit dem... modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Ja, und ob du genug Credits hast wahrscheinlich. Stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Also da hätte ich schon Bock drauf, so ein Schiff mir da zusammenzustellen, anzupassen und dann neues Zeug zu sammeln, um das Schiff irgendwie noch fetter werden zu lassen oder schneller. Ah, es sieht schon krass aus. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Ah, du kannst das switchen währenddessen. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Ah, schnell noch anpassen vorm Jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Oh, geil, wie das so in Erscheinung tritt dann nach dem Jump. Sieht schon krass aus. Oh, vielleicht haben wir dann auch den einen oder anderen an der Backe, der uns, wenn wir wie so ein Kopfgeld vielleicht haben. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ja, cool. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Hat er was im Gesicht gehabt? Hat ihm das mal einer gesagt? Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Okay.
Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Das ist schon krass. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Das Geile ist halt, du kannst einfach mal sagen, komm, du spielst mal 2 Stunden, sammelst wieder ein bisschen was, damit du schneller reisen kannst. You so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something Collector's Edition. A little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Eine Konsole zu dem Controller im Starfield-Design hätte ich natürlich auch jetzt geil gefunden. Das wäre nochmal richtig heftig. Wie gesagt, lieber so eine Starfield Xbox Series X als diese 75 Porsche Xbox Series X Version, die du so nicht kaufen kannst, sondern nur über diesen komischen, ich weiß gar nicht, was dafür machen musst. Verlost werden die oder was? Aber cool. Coole Veranstaltung, cool inszeniert, cool gemacht. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Der hat's hinter sich. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Jo, yeah. Ist hochgegangen. Aber bisher muss ich sagen, überzeugt mich schon. Also sieht schon geil aus. Und wie gesagt, du kannst einfach mal hingehen und irgendwie sagen, ey, du machst jetzt einfach mal 2 Stunden irgendwelche Erkundungstouren. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Okay, das sieht aber alles aus wie Alien Monsters. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Frage ich mich gerade, ob es auch Planeten gibt, wo du im Endeffekt so wenig Licht nachher hast, dass du halt zusätzlich dich irgendwie ausstatten musst, um dann irgendwie was sehen zu können. Kann ja auch gut sein, dass dann irgendwie nur noch Nachtsicht brauchst oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder halt einfach zusätzliche Lampen am Anzug. You can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Alter, Einrichtungssimulator ist das Ding auch noch. Es ist schon heftig, ey. Also das muss man sich erstmal vorstellen, ne? Was das Game dann alles abdeckt, was es alles kann. Crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Sneak attack. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than, I want to say, any other game we've done before. There's a lot of variety. Das ist gut. Wir haben ja auch genug Planeten. Gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Das, was wir gesagt haben. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Das heißt, du musst unter Umständen deine Waffen auch der Gravitation anpassen. Krass. Or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. Bigger is better. Starfield's got you covered. War gerade ein Level 75 Boss gewesen? Habe ich das richtig gesehen? Ist der Level 20? Level 60. Ja, ist schon cool. Also macht auf jeden Fall was her. Und ich finde, die Präsentation ist auch richtig gut. Also wird viel gezeigt, wird auf vieles eingegangen. Hast auf jeden Fall einen roten Faden drin und da fliegt einfach mal einer quer durch den Raum. Oh. Haben wir noch irgendwelche Special Power? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben.
The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Krass. Ein Riesenprojekt, echt Wahnsinn. Also da kannst du mehrere 100 Stunden drin versenken. Und hast wahrscheinlich noch immer noch nicht alles gesehen. Nice. Bei mir hat's gefallen, echt. Muss ich echt sagen. Cool gemacht. September. Ist es soweit. Pre-Order now. Oh, du kriegst hier noch ein bisschen was. Special Extra, Premium Edition. Was gibt's da alles? Ja, und Collectors Edition natürlich für Story Expansion. Und 5 Tage Early Access. Habe ich das richtig gelesen? Also 5 Tage früher kannst du dann spielen? Nice. Jo, das war's. Das war's an der Stelle. Dann machen wir mal hier ein bisschen die Lalalala leise. Also ich muss sagen, jetzt gerade am Ende noch die Starfield Direct hat's für mich schon rausgerissen jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt dabei geht, aber waren auf jeden Fall coole Sachen dabei. Generell auch jetzt hier, wenn wir nochmal den Einspieler, den Rückblick sehen. Wirklich coole Sachen. Hellblade, schade, dass wir kein Release-Datum bekommen haben. Wir wissen nur, es kommt nächstes Jahr. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen froh darüber, dass Hellblade dieses Jahr nicht noch kommt. Denn es ist tatsächlich so, wir haben jetzt wirklich noch sehr viel vor uns, was dieses Jahr zum Zocken, was es zum Zocken gibt. Und ja, mal schauen. Anakin ist enttäuscht. Valkyrie bist auch nicht so überzeugt. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, was jetzt alles gezeigt wurde. Klar, es kommt immer wieder dieser Punkt mit, wo die Leute natürlich auch sagen, dass die Grafik nicht mehr unbedingt State of the Art ist. Aber ich meine, was sollen sie jetzt machen, ne? Die werden jetzt das Game nicht abblasen und werden sagen, wir benutzen jetzt eine komplett andere Engine. Dann wird wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre wieder nichts kommen. Und außerdem muss man immer dazu sagen, wenn du auf einmal mitten im Prozess natürlich eine Engine umstellst, dann kann sowas ganz schnell passieren, wie es bei Cyberpunk passiert ist. Und wenn du während dem Prozess quasi die Engine mitentwickeln musst, dann hast du natürlich das Problem, dass du an 2 Fronten kämpfen musst und da macht es dann nicht unbedingt so Spaß. Nick, dir hat's auch gefallen. Freut mich. Swagboy hat's auch gefallen, wenn ich das so richtig verstehe oder richtig interpretiere. Also mir hat's auch wirklich, ich muss echt sagen, mir hat's wirklich gut gefallen. Also ich sehe mich absolut bei Starfield, weil ich sag ja, wie gesagt, du kannst einfach mal die Kiste anhauen und sagen, hey, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt hier deep in die Story eintauchen, sondern ich möchte vielleicht einfach nur mal hingehen, möchte irgendwie nochmal ein paar Runden drehen, irgendwie mit meinem Schiff und möchte hier ein bisschen was einsammeln, möchte vielleicht nochmal auf diesen Planeten, weil ich weiß, da gibt es irgendwie noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, gibt auch immer noch bei den Planeten so eine Übersicht, was du alles schon gefunden hast, was du wahrscheinlich alles noch scannen musst oder so. Und, Swagboy, ach so, okay, ja, nice, aber freut mich, dass du dabei bist. Nice. Auch Nick freut mich natürlich. Freut mich, dass ihr alle mit dabei seid hier heute beim Stream. Aber wie gesagt, auf jeden Fall richtig cool. Ja, das war's jetzt hier mit dem Stream. Und da können wir zumindest mal, wir können ja einfach nochmal hier ein bisschen zurückschauen. Lassen das einfach nochmal so nebenbei ein bisschen laufen. Ja, das war natürlich auch so eine heftige Nummer hier mit dem Keanu. Starfield ist geil. Ich find's auch geil. Wie gesagt, waren ein paar coole Sachen dabei. Also jetzt generell, wenn wir nochmal so über die Dings drüber schauen. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
19, 20. So roundabout 25 Sachen, die sie uns gezeigt haben. Wir bekommen noch eine Series S in matt schwarz. Gut, ich bräuchte die nicht. Wie gesagt, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn es eine eigene Starfield Xbox gegeben hätte. Das wäre richtig geil gewesen. Aber gut, so gibt es einen Controller. Auch coole Nummer. Ich habe mein Cyberpunk Xbox Controller, den habe ich noch. Einfach auch für den PC, ne? Aber ganz cool, ganz cool. Collectors Edition war auch ganz cool. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann gibt es einen Early Access, ne? Ja, gerade mal schauen, parallel. Aber ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir einen Early Access auf alle Versionen im Überblick. Gerade nochmal schauen. Mhm. Okay. Schreibt einer die Übersicht, aber hier steht alles andere, nur keine Übersicht. Aber ich meine, das richtig gelesen zu haben, dass du einen Early Access dann dabei hast. Ja, mal gucken. Gibt es hier auch was ganz Frisches? Vor 7 Stunden, vor 12 Stunden, vor einem Tag. Gucken wir mal. Early Access. Ups. Early Access. Starfield, Live-Log, News-Leaks, bla bla bla. Mal schauen wir mal gerade kurz rein. Mal schauen, ob er das lädt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ganz cool. Ja, ich guck mal gerade. Ja, ich finde halt, Grafik ist nicht immer alles, Anakin. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass der ein oder andere sagt, dass es ihm vielleicht einfach auch nicht so gefällt oder so, ja. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt, wenn es jetzt nebenbei noch gehießen hätte, dass Bethesda an eine Engine feilt, dann hätte ich da große Probleme gesehen, ähnlich wie es halt damals bei Cyberpunk war und bei CD Projekt Red, ja. Als die parallel zu Cyberpunk wirklich noch an der Engine entwickelt haben und das mehr oder weniger zu der Katastrophe geführt hat, wie wir es nachher, ja, dargeboten bekommen haben. Die haben viel gefixt und ich glaube, also ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber ich glaube, heute ist es in einem Zustand, in dem es auf jeden Fall auch richtig gut spielbar ist und ich gehe davon aus, auch mit dem DLC wird es nochmal eine richtig geile Nummer werden, aber das war schon damals ein ziemlich herber Schlag für in alle Richtungen, also sowohl für die Fans, ja, die Jahre darauf gewartet haben, als auch natürlich fürs Entwicklerstudio. Das war eigentlich eine mittelschwere Katastrophe, was dabei rauskam. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein geiles Spiel. Die Story ist der Hammer, das Setting ist Wahnsinn, aber was halt damals, ich weiß, ich habe einen Kumpel von mir, der hat das auf der PS4 sich geholt und der konnte das Game einfach nicht spielen. Er ist jedes Mal, wenn er irgendwie gespawnt ist er durch den Boden wieder, ja, ins Unendliche gefallen, ist gestorben und dann ist er respawned und das ging immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Er konnte es einfach nicht spielen. Und das ist, ja, Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja, wie gesagt, von daher, ich bin da guter Dinge. Also ich meine, klar, so das ein oder andere in Dingsbums, von den Charakteren, wie gesagt, es ist nicht unbedingt mehr State of the Art, ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich mal so anschaut, wie das teilweise von den Planeten auch ausgesehen hat und so weiter und so fort, also ich fand, da waren schon schicke Aufnahmen dabei, also muss ich ganz ehrlich sagen, waren schon richtig, richtig gute Sachen dabei und ja, muss ich echt sagen, also waren schon Szenen und man hat uns ja auch noch nicht alles gezeigt, das muss man ja mal dazu sagen, ne? Wir kommen dann echt zu Sachen, wenn ich dann überlege, wir kommen vielleicht auf einen Planeten, wo so wenig Licht dann herrscht, dass wir vielleicht wirklich nur noch irgendwie mit
mit Lampen am Anzug dann da durchlaufen. Und es hat natürlich dann auch vielleicht so einen gewissen Horroraspekt, ja, wo wir dann nicht wissen, was lauert jetzt hinter dem nächsten Felsen auf dem Planeten. Und wir hören dann vielleicht nur irgendwelche Geräusche. Also ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, dass da auch atmosphärisch, ne, mit den ganzen Dingen dann so gearbeitet werden kann, dass du absolut mitgerissen wirst bei der ganzen Nummer. Remakes haben auch nicht immer Top-Grafiken, aber jetzt geht's ja auch das Game an 50. Sie Resident Evil 1 auf Remake, Grafik, naja, aber einfach Kult. Ja, genau, so ist es im Endeffekt. Und wer weiß, vielleicht gibt das wirklich irgendwo ein nächstes Kult-Game, ne, von Bethesda auch. Also ich würde es denen wünschen, auch gerade, wie gesagt, nach Fallout 76, dass die da einfach, auch einfach irgendwo was landen, dass es für die natürlich auch gut ist und müssen ja immer überlegen, da arbeiten auch ein Haufen Leute hinten dran an den ganzen Sachen. Und ja, wie gesagt, also ich fand's cool. Mir hat's richtig gut gefallen. Wir schauen gerade nochmal rein. Ich brauche ja gar nicht im Dings schauen. Wir können ja auch einfach hier bei der Collectors Edition schauen. Wann haben die das präsentiert? Wo war das? Gerade mal durchswitchen hier unten. Wie gesagt, ich will nur noch mal schauen, wegen den Collectors, also wegen den einzelnen Editionen. Richtig fett, ey, was man uns gezeigt hat. Da ist der Controller. Wir skippen mal kurz durch hier. Allein schon das Teil hier, guck dir das doch mal an. Das wird wahrscheinlich jetzt hier nicht, das wird wahrscheinlich hier nicht Leder sein oder so. Das wird wahrscheinlich alles Kunststoff sein, ne? Aber hier auch der Patch allein noch. Dann hier, das ist eine Smartwatch. Also wir können das Teil, klar, Smartwatch in Anführungsstrichen, aber wir können das Teil mit unserem Handy verbinden und verschiedene Dinge werden dann da drauf noch angezeigt. Ist das nicht geil? Also ich finde das schon geil. Auf jeden Fall. Coole Nummer. Und vor allem auch der Mechanismus, wie das Teil hier aufgeht. Zack. Schon geil. Schon geil gemacht. Aber mir gefällt es sehr gut, muss ich echt sagen. Jetzt gucken wir mal kurz. Die haben ja gesagt, irgendwas mit den Editionen hier. Und dann kam das Release-Datum noch, ne? Beziehungsweise nein, was in den einzelnen Editionen drin ist. Das kam aber, glaube ich, nach dem Controller und nach dem Headset. Gerade mal kurz schauen. Nee. Ach, wo war das denn? Weil das würde ich jetzt schon gerne nochmal wissen. Aber wir machen mal. Die Modder von Nexus schauen schon mit den Hufen. Ja, nice, Brian, ja. Auf jeden Fall. Freut mich auch, dass du dabei bist. Nice. Willkommen nochmal zum Stream. We done a watch. The Chronomark. Achso, ihr hört es, glaube ich, gerade nicht. Information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with. Das ist schon cool gemacht. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did to watch. Our attention to detail das CD in the game Projekt bis totally 14. Dezember translates to nur this. Probleme, ab dem 15. Inspired Dezember by und the Story cases that beendet, the hatte ich kein astronauts used Problem during the mehr. Apollo era to bring back samples from the Ja, wie moon. gesagt, die haben ja auch viel It's got an gemacht, intricate ne? locking Also CD mechanism, Projekt Red authentic, mussten sie ja heavy, auch. comes with a constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of Wie this gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall hier nochmal wissen, was mit in the den... world, in the Starfield universe. Ich meine, da stand was von... You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually Vielleicht irgendwie eine have Zeit something else. aufschreiben sollen, wann Now das that we're war. part of Jetzt Xbox, suchen wir das. we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. Limited it is Edition now, you know, ist our der favorite sogar. controller. We love this because it's Hier inspired ganz by am the Ende actual kam's. controls of your spaceship. Kommen wir gleich Not mal rein, only aber der that, Controller sieht schon geil aus. We've created the first ever custom headset with So, schauen wir nochmal. Also, das ist die Premium Edition. Da stand es aber schon. Also, Standard Edition, da bekommst du im Pre-Order ein Deep Mining Helmet and Pack. Und du bekommst noch einen Laser Cutter. Okay. Nice. Was bekommen wir danach noch?
Day One im Game Pass. Okay. Premium Edition. Up to 5 Days Early Access. Und du bekommst hier noch das Shattered Space First Story Expansion Pack. Nice. Und Soundtrack, Artbook, Digital Extras und Constellation Skin Pack. Okay. Eigentlich auch ganz nice. Und das ist ja alles Bestandteil dann auch in der Collectors Edition. Aber auch hier, wir haben keine, wenn ich das richtig sehe, wir haben hier auch keine Disc dabei. Also wir haben hier Digital Game Code und Steelbook Display. Wir haben die Uhr, wir haben das Case, wir haben den Patch und alles das, was in der Premium Edition auch schon drin ist. Ist auch nur eine Digitalversion. Ja, es geht halt einfach immer mehr in die Richtung, ne? Du kriegst die Standardversion. Die Standardversion, die kriegst du halt einfach noch als Disc und alles, was darüber hinausgeht, gibt es scheinbar künftig dann nur noch in den Digitalversionen. Ist ein Trend, kann man mögen oder nicht, ist ein bisschen schade. Aber okay. Läuft darauf hinaus, man kauft sich entweder die Version oder halt die Collectors Edition und dann ein paar Wochen, Monate später holt man sich irgendwo auf eBay Kleinanzeigen oder so, holt man sich dann einfach, also heißt ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, aber Kleinanzeigen, holt man sich dann einfach nochmal irgendwo die Disc und packt die dann in sein Steelbook rein und dann ist man auch happy. Ist halt so eine Entwicklung. Die Realität bei einem Spielen ist einfach. Nie wird ein Spiel als fertig deklariert, was auch gut so ist. Es wird immer nur eine Version 1.0 geben und dann wird weitergearbeitet. Ja, das ist auch bei vielen Punkten tatsächlich gut so, ne? Nicht, weil es jetzt unbedingt mit Fehlern kommt, aber einfach, weil man natürlich auch für die Community, die hinten dran steht und die spielt und so weiter, ja, einen gewissen Support natürlich auch nochmal liefert. Und das ist schon ganz nice. Das stimmt schon. Natürlich kann man jetzt mit Tagen oder mit alten Zeiten vergleichen, wo die Spiele so rauskommen mussten, weil es eben sowas wie Day-One-Patches oder sowas nicht gab. Aber die Zeiten sind auch schon lang vorbei. Ja, Series S hat kein Laufwerk, klar. Ja, das stimmt, Anakin. Aber wie gesagt, trotzdem. Du hast ja die Möglichkeit, das auch auf einer Laufwerkkonsole zu spielen. Und du hast ja hier auch ein Steelbook. Also könnte man ja theoretisch eine Disc da reinpacken. Aber wie gesagt, ist einfach ein Trend, der läuft dahin, dass man auf jeden Fall früher oder später die Spiele nicht mehr mit Disc bekommt. Wahrscheinlich wird es irgendwann komplett nur noch auf digital hinauslaufen. Muss man mal schauen. Finde ich, ist ein Trend, den man auf jeden Fall diskutieren sollte. Weil, ich sag mal, Sony ist das an für sich, oder Sony, ich rede jetzt nur von Sony, generell allen Entwicklern oder sowas, ist das mehr oder weniger egal, weil die an dem Drittgeschäft hinten dran später nichts mehr verdienen. Also das bedeutet, wenn du jetzt dein Game zum Beispiel, was du lange gespielt hast, irgendwo auf einer Plattform anbietest, verkaufst und wie gesagt, dann verdienen die halt mit der ganzen Geschichte nichts mehr. Ne? Und von daher ist denen das mehr oder weniger nachher egal. Wenn du aber überlegst, dass du, wenn du jetzt kein Spiel direkt am Anfang kaufen willst und einfach vielleicht auch erst in einem Jahr das Ganze kaufen willst und das dann irgendwo vielleicht auf dem Flohmarkt schießt oder irgendwo im Internet auf einer Tauschbörse oder sowas, ja, und dann kannst du das vielleicht zum halben Preis, vielleicht auch viel, viel günstiger bekommen, weil zum Beispiel irgendwie draußen an der Hülle eine kleine Macke ist, was dir aber eigentlich egal ist, du willst das Spiel spielen. Und dann hast du natürlich das Problem, das wird es dann nicht mehr geben, sowas, ja. Und dann wirst du das im Store bekommen und dann hast du entweder Glück und es gibt gerade wieder irgendwie eine Sale-Aktion oder du hast halt Pech und kaufst das Game dann nicht für, keine Ahnung, 20 €, sondern musst halt vielleicht keine 70 ausgeben, aber 50 oder 60. Und ja, ist halt ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein Thema, über das man lange, lange diskutieren kann. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, digital, alles cool. Ich brauche keine Disc. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, sie fänden es eigentlich ganz cool, wenn es weiter Disc gäbe. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man die Wahl hat. Das bedeutet, dass es beides gibt. Und wie gesagt, wenn aber der Trend, zumindest was man aktuell sieht, dahin geht, dann wird es irgendwann so sein, dass es wahrscheinlich keine Disc-Version mehr geben wird. Muss man mal schauen. Ist dann halt so.
Ergänzung. Würde ein Spiel als fertig dem Publisher zum Beispiel, wären keine Arbeiten mehr möglich, weil hast ja den Chef gesagt, lasst fertig. Ja, genau. Ja, coole Nummer auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht hier. Wie gesagt, auch hier nochmal Starfield. Der ganze Part. Da bin ich mal gespannt, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Also wir können quasi bei feindlichen Schiffen andocken und können da auch ein bisschen aufräumen und können uns da Sandwiches vor allem klauen. Aber wir können das Schiff auch so verlassen, können dann einfach quasi als Astronaut irgendwo im All herumfliegen. Das habe ich jetzt nicht so richtig kapiert, ob das geht. Wir können hier irgendwie so andocken, genau. Da sind wir direkt am richtigen Punkt. Dogfighting in space and exploring derelict ships. Ja, wir können irgendwie zu deren Schiffen, wir können da andocken. Aber gerade wenn du jetzt zum Beispiel in so ein Feld hier, in so ein Asteroidenfeld reinfliegst, ob das dann geht, dass du einfach mal auf so einem Asteroiden rumläufst. The alleys of a city or the vastness of space, you never know what you'll find. Schade, dass wir keine neuen Infos über Indiana Jones bekommen haben und Ankündigung Wolfenstein 3. Ja, schade. Also Indiana Jones war auch so ein bisschen Geheimtipp, dass da vielleicht noch was kommt. Ah, nice Cyberghost erstmal, dass du reinschaust. Freut mich, freut mich. Auch dir noch einen schönen Abend. Aber ja, hast recht. Also hätte ich mir auch ein bisschen was gewünscht. Wäre cool gewesen, wenn wir da was gesehen hätten. Aber ja. Ich muss sagen, alles in allem bin ich nicht unbedingt enttäuscht von dieser Veranstaltung. Also auch Starfield. Wenn wir jetzt mal so wirklich sagen, so die zwei Teile, wir hatten einmal Xbox Game Showcase und dann jetzt Starfield Direct. Der Showcase an sich, waren coole Sachen dabei. Fable, nice, dass wir was gesehen haben. Dieses South of Midnight war eigentlich auch ganz cool. Das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Danke. Freut mich. Star Wars Outlaws, morgen mehr auf der Ubisoft Forward. Wie gesagt, ich hatte erst überlegt, morgen zu streamen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Falls es einen Stream gibt, dann wird es wirklich ganz spontan sein. Steht aber noch nicht so richtig fest. Aber auf jeden Fall. Wenn, dann werdet ihr wahrscheinlich alle informiert. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann wisst ihr sowieso immer, wann hier was auf dem Kanal abgeht. Von daher. Ja, Flight Simulator 2024. Also das habe ich so verstanden auch. Der Flugsimulator jetzt 2024 ist wirklich von Grund auf neu gebauter oder entwickelter Flugsimulator. Und der hat mir wirklich auch gut gefallen. Auch gerade diese Shopper oder was das war von Dune, dieser Heli, das fand ich schon mega nice. Das hat mir echt schon gut gefallen. Und auch mit den Rescue Missions und so, was wir da gesehen haben, war schon geil. Können wir natürlich immer ein bisschen leiser machen, sonst babbelt er ja die ganze Zeit nebenbei, ne? Ja, wie gesagt, soundtechnisch, da muss ich mir irgendwie noch was einfallen lassen, dass ich da ein bisschen anders hin und her switchen kann. Hellblade, schade. Ninja Theory, dass sie ja das Ganze, wie gesagt, noch nicht mit einem finalen Datum versehen haben. Aber auf der anderen Seite, gut, dass es 2024 kommt. Ich hoffe mal vielleicht im Frühjahr oder so. Weil, ganz ehrlich, dieses Jahr, das Jahr ist voll. Also, ich wüsste jetzt nicht, wann da noch alles kommen soll. Wir haben bis zum 20. Oktober hin so viele Games, also das kannst du ja alles gar nicht mehr spielen. Und wie gesagt, dann gerade jetzt Starfield, ein Riesenprojekt, echt. Forza Motorsports hat mir richtig gut gefallen, fand ich nice. Das ist sowas, was Sony verpasst hatte, da auch irgendwie in der Richtung, ja, Motorsport, Rennsport, generell Sport irgendwie was zu zeigen. Ein bisschen schade. Ja, und was hatten wir? Cyberpunk Phantom Liberty, natürlich auch noch geil. Mit dem Darktown am 26.09. Wenn du jetzt überlegst, dass du dann vielleicht noch im Early Access Starfield schon 5 Tage früher spielen kannst, dann hast du eigentlich schon gar keine Zeit mehr, um noch irgendwie großartig bei Cyberpunk Phantom Liberty mit einzusteigen. Das ist schon heftig, was da alles kommt. Die kommen auch alle immer irgendwie zu den gleichen Monaten, ne? Ja, war cool. War eine coole Nummer.
Auf Star Wars Open World Spiel bist du gespannt, was Ubisoft morgen da zeigen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, morgen kommt ja auf jeden Fall auch noch Avatar. Dann werden wir natürlich zu Mirage noch ein bisschen was sehen. Und zu den anderen Assassin's Creed Projekten, die im Hintergrund natürlich auch schon angekündigt wurden. Da bin ich immer auch gespannt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob es morgen einen Stream geben wird. Kommt so ein bisschen drauf an. Muss mal von der Zeit einfach schauen. Aber ja, alles in allem eine coole Nummer. Microsoft hat viel gezeigt. Also so unterm Strich, die haben viel gezeigt. Sind auch ein paar Sachen dabei, die wirklich... Ja, muss man mal schauen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber wenn ich mir überlege, das ist halt die Veranstaltung, sag ich mal, im Jahr. Und klar, mit Starfield ist natürlich da ein riesen Ausrufezeichen jetzt mal gesetzt, ja, hinter dem Ganzen. Aber wenn ich das jetzt mal nur auf die Präsentation beziehe, so um den Showcase, hätte vielleicht wirklich das ein oder andere große Teil da irgendwie noch mit drin sein können. Also unabhängig von dem, was jetzt schon gezeigt wurde. Wie gesagt, so ein Flight Simulator ist natürlich mega nice. Hellblade mega nice und so weiter und so fort. Fallout 76 Atlantic City bekommt auch nochmal eine Erweiterung. Auch mega nice, auch nochmal ganz cool. Da muss man einfach mal schauen. Ah, wegen den Drops, ja, okay. Kann ich verstehen. Ich weiß gar nicht, was die da raushauen, aber ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Muss man mal schauen. Ich hoffe ja, dass YouTube, die bauen im Hintergrund viel auch an dem, dass diese ganze Streaming-Geschichte ein bisschen interaktiver wird und so weiter und so fort. Zumindest was man erkennen kann. Also ich habe da jetzt auch kein Insiderwissen oder sowas, aber zumindest was man sehen kann. Man kann ja jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, so im Chat, zumindest wenn du mit dem Handy drin bist, irgendwie Emotes reinflattern lassen. Ich sehe das jetzt hier zwar nicht, aber ich glaube, man kann auch Herzen drücken und so weiter und so fort. Man kann ja inzwischen auch Abstimmungen machen und alles Mögliche. Also YouTube, denke ich mal, wird da früher oder später auch interaktiver werden. Ja, muss man mal schauen. Twitch wird nicht verschwinden und Twitch ist auch cool für das, was Twitch macht. Aber es ist für mich tatsächlich relativ uninteressant. Dafür, dass ich ja, nicht regelmäßig streame und dann auch ja, eher in einem kleineren Kreis ist es nicht so interessant. Dann lieber hier und das Ganze ein bisschen gemütlich und in Ruhe. Und das passt schon. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle mit reingeschaut habt oder mit dabei seid. Ja, wie gesagt, an der Stelle, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich geschafft. Damit sind wir soweit durch. Wir haben ja, uns den Showcase reingezogen von Xbox. Wir haben uns die Starfield Direct reingezogen. War sehr cool. PlayStation hat gerade ein Problem. Ja, meinst du CyberGhost? Inwiefern meinst du das? Wegen Starfield oder? Ja, ich bin wie gesagt mal gespannt. Es war auf jeden Fall ganz cool heute. War eine coole Veranstaltung. Abschließende Entscheidung, ob ich eine Xbox kaufe oder nicht, darüber werde ich dann trotzdem nochmal schlafen müssen. Aber Starfield macht mich schon an. Ich frage mich halt, was ist nach Starfield? Was kommt danach? Ein Hellblade ist natürlich... Achso, wegen Anmeldung im PlayStation Network. Okay, haben die gerade irgendwelche Issues? Ja, manchmal geht's nicht, ne? Manchmal ist es komisch. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Wenn du überlegst, wenn alles digital ist, dann, ja, und du vielleicht da irgendwo auf irgendwas angewiesen bist, mit irgendwelchen Anmeldungen oder keine Ahnung, schieß mich tot, dann, hockst du da und hast nicht halt einfach die Möglichkeit, mal CD reingeschoben und mal auch offline einfach zocken. Klar, du kannst dir das Spiel installieren, hast es dann auf der Konsole, brauchst dann keine Internetverbindung unbedingt, aber ja, ich weiß nicht. Wenn du das Game halt vielleicht dann nicht installiert hast und kommst gerade irgendwo nicht ins Network rein, schwierig, ne? Was machst du dann?
Dann hast du es vielleicht in deiner Bibliothek, aber die ist halt irgendwo online, in irgendeinem Network, in das du gerade nicht reinkommst. Und daher, gut, aber muss jeder für sich selber wissen. Ich habe auch Games, die habe ich nur digital. Ich habe aber auch viele Games, die will ich unbedingt physisch haben. Also wie gesagt, hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht mit euch zusammen. War richtig cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne Feedback da. Und ja, dann würde es mich freuen natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Stream wieder mit dabei seid. Eventuell morgen. Steht aber noch nicht fest. Momentan ist das noch ein bisschen in der Schwebe. Aber wie gesagt, wenn, dann, ja, wenn ihr alle die Glocke aktiviert habt, dann ist natürlich für alles hier sorgt und ihr wisst Bescheid. Generell auf Discord habe ich natürlich auch, wenn ihr da Bock habt, auf Discord mitzukommen. Da bin ich nicht so aktiv, aber auf meinem Discord-Kanal ist zumindest auch ein Bot aktiviert, der dann immer informiert, sobald da was abgeht. Dann mal ein bisschen runterkühlen und danke für den Stream. Danke, Brian. Danke, danke. Freut mich, dass du mit dabei warst. Auch danke, Patrick. Danke, CyberGhost. Danke, Nick. Danke, Anakin. An euch alle. Hat mich mega gefreut. Danke für die Zeit, die wir hier zusammen verbringen konnten. Und wie gesagt, wir sehen und hören uns entweder im nächsten Video oder im nächsten Stream. In dem Sinne, habt noch einen gemütlichen Abend. Wir haben jetzt, ja, 9:30. Passt, ne? Genau, Valerie. Danke. Schreib mir mal, wie ich deinen Namen ausspreche. Also Doch, du wirst natürlich genannt. Sorry. Du wirst natürlich genannt. Ich habe gedacht, du wärst vielleicht schon far, far away. Aber du warst im Lurk wahrscheinlich. Aber danke, danke, danke. Hat mich mega gefreut, dass du mit am Start warst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, Valerie ist richtig, ja? Heute der heftigste Supporter, Valerie, hat mir immer fein Feedback dagelassen, wegen Sound und laut, leise, geht nicht. Auf jeden Fall mega nice, ich gucke hier nochmal durch. Samuel war auch mal kurz am Anfang da, Sascha war da, Sisai war da, nice. Miss Dumble war auch mal da. Nice, nice, nice. Also wenn ich irgendjemanden verpasst habe oder vergessen habe, seht's mir nach. Aber vielen Dank nochmal. Jan-Uwe war mit am Start. Pidi Platsch war mit am Start. Stream Elements war auch mit dabei. Wer hätte es gedacht? Danke auch für eure Abos, Leute. Und wie gesagt, habt einen schönen Abend. Und wer noch keine Xbox bei sich irgendwo im Schrank stehen hat, vielleicht wurde die Entscheidung heute ein bisschen, ja, einem abgenommen. Und wie gesagt, wir sehen, hören uns einfach beim nächsten Stream, beim nächsten Video. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Und jetzt mache ich Schluss. Jetzt hau ich mich gleich auch aufs Ohr. Ich esse noch was und dann geht's bald in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern, habt einen guten Start und wir hören und sehen uns. Bis dann, macht's gut.